Guten Morgen aus La Gomera. Wir sind jetzt hier in unserem Ausgangspunkt an der San Sebastian und werden jetzt unser kleines Abenteuer beginnen. Ganz genau. Moin Leute und willkommen auf La Gomera. Wir möchten die Insel zu Fuß umrunden und durchqueren. Unsere Nächte wollen wir draußen verbringen und hoffen darauf, eigene Spots für unser Biwak zu finden. Wir haben ein Zelt mit dabei, wünschen uns aber die Nächte direkt unter dem Sternenhimmel zu verbringen. Wie ihr gesehen habt, starten wir in San Sebastian und folgen dem GR 132 Richtung Norden bis nach Valle Hermoso. Hier möchten wir auf den GR 131 wechseln, um dem Weg durch das Landesinnere zurück nach San Sebastian zu folgen. Weiter geht's für uns dann in den Süden und weiter in den Westen der Insel bis nach Valle Hermoso, unserem finalen Ziel und Endpunkt der Tour. Da sind wir heute Morgen gestartet. San Sebastian de la Gomera. So, wir sind jetzt schon etwa 10 Kilometer unterwegs. Es ist ca. 12:30 Uhr. Aktuell sind wir auf einer Höhe von ungefähr 660 Metern und müssen aber noch auf 1100, glaube ich. Und es ist ordentlich warm und windig und man kriegt direkt am ersten Tag schon wieder alles mit, um was es halt geht, wenn man draußen in der Natur ist. Aber es ist wunderschön. Wir sehen auch von hier aus den Tide, dort Teneriffa. Und ja, wir sind glücklich und zufrieden. In 5 Tagen wollen wir dann wieder in San Sebastian ankommen, um dann die Insel über die Westseite zu erkunden. Hui. Und das waren, ich weiß nicht, Hühnervögel, irgendwas Großes. Ja, und für heute haben wir 7,5 Liter Wasser dabei, weil wir voraussichtlich heute auf dem Weg kein Wasser mehr aufnehmen können, sondern erst morgen Vormittag in Hermigua. Wenn du hier hochgehst, sieht das so easy aus. Das ist aber nicht. Das ist zum Kotzen. Ich bin froh, wir gleich unten sind. Sind wir gleich. 50 Meter noch oder so. Gleich da hat er gesagt. 50 Meter hat er gesagt. Boah, das war ein Kraftakt. So ein bisschen far too much, ne? Ja, für so einfach mal berghoch, Gipfel hoch, 1000 Meter, Höhenmeter. Schon. Und wie wir alle wissen, geht es ja da, wo es nach oben geht, geht es auch wieder runter. Scheiße. Morning. Morgen.
Morgen. Es ist 8:30 Uhr. Wir sind schon seit ungefähr 2 Stunden wach. Wir hatten einen tollen Spot. Man wird es nicht sehen, aber hier hinten im Hintergrund hatten wir eine ganz tolle Terrasse, auf der wir die Nacht verbringen konnten. Bis auf die Feuchtigkeit, die uns dann doch am Abend noch erwischt hat. Nicht durch Regen, sondern einfach nur durch feuchte Luft. War die Nacht wirklich angenehm. Wir hatten Vollmond, es war super hell. Ja, und jetzt ist unser nächstes Ziel Hermigua. Dort müssen wir auf jeden Fall unser Wasser auftanken. Wir haben jetzt nicht mehr so viel, jeder noch, 700 Milliliter. Jo, wie war der erste Tag gestern? Anstrengend, steil, wild. Also wir haben gar nicht erwartet, dass wir so tief schon eintauchen. Es war teilweise wirklich Urwald-Feeling. Super schön. Und wir hatten teilweise wirklich zu kämpfen und waren froh, wenn es doch einfach auch mal zwischendurch einen geraden, flachen, steinlosen Weg gab. Und es war ein kleiner Kraftakt und gerade für den ersten Tag so aus dem Kalten heraus doch eine ganz schöne Anstrengung. Ich würde sagen, bis später. Gestern waren wir hier oben auf dem Gipfel, 1070 Meter Höhe, und sind dann hier quasi die Ridgeline entlang gelaufen. Bis ans Ende. Das war echt mega cool. Und am Ende hier kann man nicht mehr richtig erkennen, die Sonne ist zu stark. Sind wir dann in Zigzag so eine Straße runtergegangen, bevor wir dann unseren Biwakspot erreicht haben. Wir sind kurz vor Hermigua. Hier machen wir einen kurzen Stopp, um unser Wasser aufzufüllen, damit wir für den heutigen Tag und auch wieder für die Nacht gerüstet sind. Jo, hier gibt's frisches Wasser. Also frisches, geklortes Wasser. Aber besser als nichts. Von dort oben sind wir jetzt gerade hier runtergelaufen und haben unser Wasser in Hermigua aufgefüllt. Und jetzt gibt es so eine kleine Brise Meerwasser und dann gibt es dort die Straße nach oben. Das war anstrengend hier hoch. Nur 3,5 Kilometer ab Akulo, aber das war echt hart, es war super steil. Guten Morgen. Es ist kurz nach 7. Wir sind schon
naja, seit ungefähr einer Stunde wach. Und haben jetzt alle unsere Sachen zusammengepackt. Also unser Schlafsetup zusammengepackt. Und werden uns jetzt nach Vallehermoso begeben. Es ist nicht weit. Es ist direkt dort unten. Und dann werden wir wieder unsere Wasservorräte auffüllen. Und ja, dann kann auch schon der nächste Tag beginnen. Hinter uns geht langsam die Sonne auf. Es wird noch eine Weile dauern. Der Berg ist sehr hoch. Ja, und ansonsten haben wir recht gut geschlafen. Mit dem Einschlafen hat es eine Weile gedauert. Ich habe Hardcore-Muskelkater, also so schlimm wie schon lange nicht mehr. Aber ich hoffe, dass sich das heute im Laufe des Tages wieder legen wird. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Und zwar werden wir zuerst dort hinten Kaffee trinken. Dann gehen wir weiter hier zum Supermarkt, werden da unsere Wasservorräte auffüllen. Und dann geht es weiter. Wir wissen noch nicht genau, wie der Weg aussieht, aber es geht auf jeden Fall hier zwischen dem Tal nach oben. Ja, bis wohin genau, werden wir sehen. Auf jeden Fall geht es heute ins Innere der Insel und Richtung höchsten Berg. Die Orangen hat man schon aus weiter Entfernung gerochen. Tja, wie ihr ja schon gesehen habt, ist es nicht immer leicht, hier einen geeigneten Spot für die Nacht zu finden. Wir planen für Touren wie diese oft nur die ersten 1 bis 2 Tage und versuchen wichtige Gegebenheiten, die uns vor Ort erwarten, dabei zu berücksichtigen. Natürlich ist es wichtig zu wissen, ob wir den Trail auch in dem geplanten Zeitraum schaffen. Klar, die restlichen Tage und Nächte lassen wir gerne auf uns zukommen und können so unsere Etappen frei und flexibel gestalten. Letztlich muss man auf dem Trail auch immer offen für das Unvorhersehbare sein. Oder etwa nicht. Ob das immer klappt? Seht selbst! Wie schön das hier ist. Und wie wär's? Heute Nacht hier schlafen? Wahnsinn. Traumhaft. Das ist übrigens für heute unser Spot. Das Meer im Hintergrund. Die Sonne geht langsam unter, das heißt, wir sehen schon die schöne Verfärbung. Oh ja, und wir werden es uns dann einfach hier ganz bequem machen. Ja, ansonsten, das ist unser Abendplätzchen. Auch nicht so schlecht. Hier wird gerade noch ein Tisch gebaut fürs Abendmahl. Und dann genießen wir jetzt einfach noch die Abendstimmung. Herzlich willkommen zum Dinner. Vorspeise. Baguette mit Olivenöl, Avocado und Salz. Und danach gibt es... Oh je, wo ist es? Ah ja, machen wir es so. Danach gibt es Nudeln mit Madras. Und was haben wir noch? Noch mehr Baguette mit Schinken und Schokolade. Ich glaube, damit sind wir heute erstmal. Und Kartoffelbrei. Und Kartoffelbrei. Also wenn nichts mehr geht, dann geht noch Kartoffelbrei. Lecker. Passt so. Passt so. Drück mal.
Morgen. Guten Morgen. Tag 4 bricht an. Wir sind gerade aufgestanden, haben schon Kaffee getrunken. Es war ein bisschen kalt heute Morgen, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Es hatten wir 8,5 Grad. Ja, im Hintergrund da geht jetzt gleich die Sonne auf. Und wir gehen heute hier oben irgendwo hin, zum höchsten Punkt. Und wir freuen uns schon auf die nächste Nacht. So gucken, wo wir die verbringen. Jetzt packen wir unsere Sachen zusammen. Und ja, dann geht's los. So, jetzt zeigen wir euch nochmal, wo wir die letzte Nacht verbracht haben. Ungefähr hier so. Und das war ungefähr auf 1060. Und hier sieht man auch ganz toll den Fortaleza. Der ist ungefähr 1260 hoch. Wir sind schon wieder 1-2 Stündchen unterwegs und jetzt auf dem Weg zum höchsten Punkt der Insel. Und wir sind ja auch seit gestern auf dem GR 131. Wir haben den Wanderweg gewechselt, laufen jetzt einmal quer durch die Insel mit dem Ziel morgen San Sebastian. Und der GR 131 war bisher wunderschön, sehr steil. Es ging gestern schon wieder viel bergauf. Es war zudem auch noch sehr heiß, sehr anstrengend. Also man hat schon ein bisschen kämpfen müssen. Wir haben es auch gemerkt an unserem Wasserverbrauch. 13 Liter Wasser über den Tag gekauft und 9 davon verbraucht, inklusive Abendessen. Ja, es war durstig, sagen wir mal so. Herzlich willkommen am Alto de Garaionay, dem höchsten Punkt der Insel. Mit 1460 Meter. Wir hatten einen fantastischen Blick auf die umliegenden Nachbarinseln. La Palma, die Spitze von El Hierro hat noch rausgeschaut und auf Teneriffa. Und wir sehen auch ganz schön, wie klein die Insel eigentlich ist. Und nun geht es weiter Richtung San Sebastian. Von dort oben kommen wir gerade 1460 Meter hoch und voll mit anderen Menschen. Gestern Abend hatten wir übrigens einen traumhaften Spot zum Übernachten unter ein paar Palmen mit einem wundervollen Blick auf einen richtig schönen goldgelben Mond. Wir hatten auch mit Abstand die wärmste Nacht, um die 14 Grad. Und das hat man auch gemerkt. Also wir haben uns wohlig warm gefühlt und hatten auch eine super ebene Fläche. Das war wirklich mega. Und wir hatten einen super Blick ins freie Tal, aufs Meer, wo heute Morgen direkt die Sonne aufgegangen ist. Also wir hatten jetzt bisher eigentlich immer gute Spots, aber ich glaube, der war schon ganz besonders und ganz toll. Es ist 8:40 Uhr. Wir sind gerade wieder los
sind aber schon seit kurz nach 6 wach, haben einen wundervollen Sonnenaufgang genossen, gemütlich Kaffee getrunken und sind, wie gesagt, jetzt wieder unterwegs. Heute geht es nach San Sebastian, unser kurzes Zwischenziel, wo wir eine Hotelübernachtung haben und auch noch unser restliches Essen zwischengelagert haben. Und dann geht es morgen wieder in den zweiten Teil der Tour. Ja, der gestrige Tag war an sich gut. Wir sind den ganzen Tag durch den Nationalpark Garayunay gelaufen und dementsprechend war auch viel los, viele Menschen und leider sehr viel Straßenlärm. Das hat so ein bisschen das Bild gestört und die Ruhe. Aber ansonsten ja, hatten wir auch wieder einen tollen Tag. Es war sehr heiß. So, und jetzt sehen wir, es sind nur noch 7 Kilometer bis San Sebastian. Und dann würde ich sagen, melden wir uns wieder, wenn wir dort sind. Guten Morgen, es ist kurz nach 8 und es geht los in die nächste Runde. Wir sind wieder auf dem GR 132 und jetzt heißt es, die Insel weiter umrunden. Zunächst über den Süden, über die heißen Ecken La Gomeras und dann über den Westen hoch in den Norden nach Vallehermoso, wo wir bereits vor ein paar Tagen schon waren. Wir haben uns gestern ein bisschen erholen können. Wir haben Wäsche gewaschen. Wir haben Wasser aufgefüllt. Wir haben uns gewaschen, ganz wichtig. Ja, und jetzt schauen wir doch einfach mal, was der weitere Weg bringt. Ja, und so folgen wir dem Weg weiter in den Süden der Insel. Und ich kann vorwegnehmen, es wird für Ende Dezember ungewöhnlich warm. Hier auf La Gomera ist die Wasserversorgung auf dem Trail eine kleine Herausforderung. Nicht, dass man ohne Wasser dasteht, nein. Es gibt schon einige Orte, wo man welches bekommt. In der Regel haben wir einmal am Tag die Möglichkeit, Wasser aufzunehmen. Nur halt nicht direkt aus der Natur. Nur am letzten Tag, so viel darf ich vorwegnehmen, können wir Wasser einer natürlichen Quelle entnehmen. Dazu kommt, wenn es Wasser zu kaufen gibt und du für den Tag, die kommende Nacht und die ersten Stunden vielleicht des nächsten Tages welches mitnehmen musst, trägst du schnell 4 Kilo oder auch mal mehr on top mit dir rum. Es ist einfach viel zu warm. Und Schatten ist Mangelware. Und wir kommen gar nicht voran. Keine Ahnung, wie viele Kilometer haben wir jetzt? 13 Kilometer. Also irgendwie ist das heute sehr beschwerlich. Kein Schritt geht geradeaus. Alles steinig, hoch, runter, Barranco rein, raus. Dies, das, hoch, runter. Also Thermometer hat von 28 Grad angezeigt. Und wir laufen auch die ganze Zeit in der knallen Sonne. Kein Schatten. Wir haben die einzige Wasseraufnahmemöglichkeit, die es auf dem Weg gibt, voll ausgeschöpft. 6 Kilometer müssen wir mindestens noch. Zeit haben wir noch genug, aber... Zumindest sind wir richtig. Das ist ja schon mal was. Das ist auch nicht immer der Fall. Das stimmt. Ja, Schilder sind hier nämlich auch Mangelware. Also man läuft und läuft und läuft
Und man freut sich eigentlich, wenn es doch irgendwann noch mal eine Markierung gibt oder irgendein Schild, was anzeigt, wie weit es bis zum nächsten Ort ist. Naja. Guten Morgen an Tag 7. Wir sind wieder fertig gepackt. Hat heute ein bisschen gedauert. Unsere Schlafsäcke waren komplett nass und die mussten wir erstmal trocknen lassen. Wobei, trocken sind sie immer noch nicht. Aber wir haben jetzt entschieden, dass wir weitergehen. Es ist nämlich schon kurz nach 9. Und jetzt geht es erstmal wieder ab auf unsere Route und dann nach Playa de Santiago. Dort brauchen wir auf jeden Fall wieder frisches Wasser und dann geht's weiter. Das war unser Spot für die Nacht. War eigentlich super cool, aber eben salzig und nass. Aber so ist es. Wir sind draußen in der Natur, das gehört dazu. Und jetzt geht es hier erstmal wieder hinter uns den Berg nach oben und dann sehen wir uns später. Da kann jemand nicht mehr. Die Realität sieht halt oft anders aus. Schöne Urlaubsfotos kann ja jeder machen. Aber oftmals verbirgt sich hinter der Realität ein schauderiges Bild. Und wie? Wenn ich stehen bleibe, kippe ich um. So. Einfach auch mal Bananenpause machen. Der erste Schatten seit Anfang des Tages. Ich weiß es nicht. Aber es ist wirklich krass. Es ist einfach heiß. Und die Kombination aus Schweiß, Sonnencreme, Dreck und Salzwasser, Luft, ist echt ekelhaft. Alles klebt. Es ist wirklich schlimm. Aber gut. Im Hintergrund trocknen die Schlafsäcke. Die haben wir gestern, die sind gestern Nacht ordentlich nass geworden durch die Salzwasserluft. Und wir haben es heute früh nicht trocken gekriegt. Deswegen jetzt hier nochmal die Chance. Ja. Und ja, bevor wir die heute Abend nicht richtig benutzen können, noch mal kurz Pause machen. Ja, deine Reißverschlussseite ist noch ganz schön nass. Ansonsten weiß ich auch nicht, ob hier noch irgendwas Feuchtes. Ja, Kissen. Okay. Luxusgegenstand. Ansonsten sind es noch 3 Kilometer bis Alejero. Da hoffen wir auf eine Cola und Wasser für den restlichen Tag und für die Nacht. Es ist 16:19 Uhr. Wir haben vor ungefähr einer Dreiviertelstunde nicht nur 2 Cola getrunken, sondern auch wieder unsere Wasservorräte aufgefüllt für die Nacht bzw. für den Abend. Und haben jetzt schon um die 18 Kilometer hinter uns.
1000 Höhenmeter hoch und sind jetzt schon auf der Suche mehr oder weniger nach dem Schlafplatz für die Nacht. Ist noch nicht so absehbar, wo der sein wird. Gerade ist es hier noch ziemlich steinig. Aber die Landschaft hat sich wieder verändert. Es ist jetzt wieder deutlich grüner, viele Palmen, viele Agaven, tolle Kakteen. Also das macht wieder richtig Spaß. Und glücklicherweise sind tatsächlich noch ein paar mehr Wolken aufgekommen. Das heißt, wir genießen gerade auch so ein bisschen den Schatten. Und denken, ja, maximal eine Stunde sind wir noch unterwegs. Sodass wir dann morgen früh auch einen kurzen Weg haben zur nächsten Wasseraufnahmestelle. Und was uns jetzt bevorsteht, ist dieser Anstieg. Wir können hier nochmal einfach schauen. Da werden wir jetzt wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, sondern sogar ziemlich sicher, irgendwie auch nochmal durchgehen. Sieht das schon wieder geil aus. Ich flipp aus. Richtig gut. Ja, wir hoffen, es wird eine gute Nacht. Vielleicht ein bisschen weniger dreckig und staubig als die letzte. Aber wir sind optimistisch. So, und jetzt geht's weiter. Nicht lang schnacken. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Tschö! So, Freunde, wir sind jetzt gerade angekommen an unserem Schlafspot. Da oben ist auch noch eine Terrasse. Die wäre natürlich auch gut. Querfeldein ist für die Natur nichts. Und wenn die hier ausrutscht, wirst du aufgespießt. Das ist schon mehr, als wir erwartet haben. Es ist einfach krass. Krass. Guten Morgen. Wir haben soeben unseren Schlafplatz verlassen. Und zwar haben wir da geschlafen. Auf dieser unglaublich tollen Terrasse. Also es war ein ganz, ganz toller Abend. Wir haben dann ganz gemütlich gesessen, unser Essen gekocht. Wie nicht anders zu erwarten, war die Nacht sehr, sehr feucht. Und da nicht davon auszugehen ist, dass in kürzerer Zeit hier die Sonne in den Barranco fällt, haben wir jetzt entschieden, alles komplett nass einzupacken und erstmal ein Stück zu laufen, bis wir weiter oben sind und dann in der Sonne alles nochmal auszubreiten. Jetzt ist unser nächstes Ziel Salama oder so ähnlich. Dort müssen wir auch wieder Wasser aufnehmen. Dann sagen wir mal bis später. Und hier sehen wir auch unsere tierischen Nachbarn. Die haben gestern Abend ganz schön Lärm gemacht. Ja, hier haben wir geschlafen. So, halbe Stunde gelaufen. Denke ich zumindest, halbe Stunde. Jetzt gibt es was zu essen. Und hier haben wir unsere Trockenstation aufgebaut. Schlafsack, Isomatte, Kissen, Jacke und das Ganze nochmal Schlafsack, Isomatte, Kissen, unsere beiden Tyveks, die wir als Unterlage nachts benutzen. Ja, und dabei haben wir eine ganz schöne Aussicht. Haben auch gerade schon Müsli-Pause gemacht. Guten Appetit. Danke. Und dann
geht's weiter. So, kleiner Einblick in die alltägliche Arbeit momentan. Von da oben kommen wir, sind dann hier in so einem Zigzag runter. Wenn man unten angekommen ist, dann geht man den ganzen Kram prinzipiell wieder hoch. Da oben sind wir gleich. Ich hoffe, da gibt es Kaffee, zumindest Wasser. So ist es. Und wer Lust hat, kann es auch gerne nachmachen. Super zu empfehlen. Vergesst die brennende Sonne, Ja. die wirklich kaum auszuhalten. Ja. Es ist ein Krampf. Genau, dementsprechend. Viel Spaß. So, wir haben jetzt gerade wieder La Dama verlassen. Wir haben dort, halbe Stündchen, 40 Minuten Pause gemacht. Das war jetzt erstmal die letzte Möglichkeit, um Wasser aufzunehmen für die nächsten ungefähr 18 Kilometer. Und das haben wir natürlich genutzt, um auch noch 3 Cola zu trinken und ein Bocadillo zu essen. Ist ja klar. So, und jetzt wieder mit 8 Liter Wasser oder 7,5 Liter Wasser im Gepäck geht es jetzt weiter. Einmal in diesen Barranco, also einmal den Barranco hinunterlaufen und dann, man sieht es ganz schön, auf der anderen Seite wieder hochlaufen. Ja, ich glaube 8 oder 9 Kilometer haben wir heute schon auf der Uhr. Es müsste irgendwas zwischen 12:30 und 12:30 sein, glaube ich, oder um 1. Ja, und wir wollen schon noch so mindestens 10 Kilometer heute schaffen. Einfach mal anhalten und gefühlt 2 Quadratmeter Schatten genießen in der sonst so sonnigen Gegend. Wir sind jetzt hier den ganzen Bums runtergelaufen bis ans Meer. Und was ist dann passiert? Wir sind den ganzen Bums wieder hochgelaufen. Genau. Es ist doch unglaublich. Und da geht's weiter. Und wie wir sehen, sehen wir keinen Schatten. Ich nehme eine Cola. Ja. Aber nur mit Zitrone. Sonst möchte ich keine. So, wir sind oben. Da unten waren wir noch vor, ich weiß nicht, einer halben Stunde. Jetzt sind wir oben an der Klippe. Und wir sehen Valle Gran Rey. Unser morgiges Frühstücksziel sozusagen. Beziehungsweise da werden wir morgen früh als erstes hingehen, um wieder Wasser aufzufüllen. Naja, und wo geht's jetzt lang? Irgendwie da hoch. Tja, mehr wissen wir auch noch nicht. Und was wir auch gerade entdeckt haben, Fortaleza. Da waren wir vor wie vielen Tagen? Vor 4? Vor 3? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall waren wir dort schon mal direkt davor gestanden, nur von der anderen Seite. Und sind dann da auch oben lang gelaufen. Wir sind die einzigen Idioten, die hochlaufen, ne? Kein einziger anderer Mensch ist uns heute begegnet. Ich wiederhole mich, glaube ich, weil es einfach kein Schatten, die ganze Zeit Sonne, kein Wasser, gar nichts. Nur bergauf in einer Tour. Seitdem wir unten am Meer gestartet sind, geht es nur bergauf. Also das erste Mal, was ich auch keinen Bock mehr hatte. Und dann die scheiß Fliegen. Die haben mich fertig gemacht. Übrigens, man sieht das ganz schön. Und da sind 1000 Wolken. Mhm. Und nicht eine einzige hat es bis zu uns geschafft. Was hältst du mir dafür Wir sind nicht getan? hoch genug. Ja. 25 haben wir jetzt jeder gegessen. 25 Gramm. Mhm. Das ist jetzt 80 Kalorien gegessen.
Voll. Tropfen auf den heißen Stein. Scheiße. Naja, wir machen weiter. Bis später. Guten Morgen. Wir sind gerade aufgestanden auf unserem wundervollen Mirador. Wir haben unser Nachtlager hier in der Ecke errichtet und das war eine super ruhige Nacht. Es war super eben, super sauber, alles toll, aber wieder unglaublich nass. Also ich glaube, so nass wie heute waren unsere Schlafsäcke vorher noch nicht. Also das ist, ich verstehe gar nicht, woher die ganze Feuchtigkeit kommt. Es geht auch nur zwischendurch ein ganz, ganz sanfter Wind, also auch nichts, was jetzt irgendwie helfen könnte, die Sache zu trocknen. Wir sind es ja jetzt schon gewohnt über die letzten Nächte, von dem her ist egal. Muss nachher nochmal separat getrocknet werden. Kein Problem. Ansonsten sieht man hier nochmal meine Schlafecke, Alex' Schlafecke. Wir machen hier gerade unser Kaffee. Ja, wo gehen wir überhaupt hin? Wir gehen nach Valle Grande Rey. So nehme ich. Puh, ich brauche jetzt noch einen Kaffee. Ich bin noch nicht ganz wach. Und dann geht's rein in das wunderbare Paradies. Hola aus La Calera. Wir haben gerade Mittagspause gemacht mit den besten Baguettes à la Casa, die man sich vorstellen kann. Ein kleines Lokal. Wir haben uns auf jeden Fall satt gegessen, Kaffee getrunken, Cola getrunken und natürlich wieder 8 Liter Wasser aufgenommen. Ach ja, was auch noch zu erwähnen ist, wir wussten heute Morgen, es sind nur noch 5 Kilometer bis hierher. Aber wir haben sage und schreibe 2 Stunden dafür gebraucht und waren erst um 12 hier, nachdem wir auch erst um 10 Uhr von unserem Schlafspot los sind, um die Sonne abzuwarten und unsere Klamotten zu trocknen. Ja, jetzt ist es 1 und ganz im Hintergrund sieht man wieder das Meer. Wir haben einen Blick auf die Karte geworfen und wissen, dass es knapp 700 Meter hoch geht. Zum Glück sind auch schon ein paar Wolken am Himmel und wir hoffen, dass wir nicht in der prallen Mittagssonne den Aufstieg machen müssen. Auf jeden Fall wird es anstrengend und wir gucken mal, ob wir es bis dahin schaffen. So, wir sind, keine Ahnung wie hoch, arschanstrengend und vielleicht sieht man es, diesen kleinen weißen Punkt. Dort, das ist die Kirche und der Mirador, an dem wir letzte Nacht verbracht haben. Das heißt, wir den ganzen Bums auf der anderen Seite bis runtergelaufen und jetzt hier wieder hoch. So schätzungsweise, vielleicht sind wir jetzt 550 Höhenmeter, 600, sowas im Dreh und völlig am Arsch. Keiner gesagt, dass es leicht wird. Nee. Wie geht's dir? Ich bin ehrlich gesagt klitschnass. Und die Sonne, die knallt ganz schön durch die Wolken. Wir haben zwar super gut gegessen unten im Ort, aber es ist halt auch nicht das richtige Essen, um direkt in der Mittagssonne den Berg hochzulaufen. Aber das war vorher klar. Aber Egal, der Bums ist lecker. schon wieder fast verbrannt. Lecker war's. Verarbeitet. Jo, Deswegen müssen wir schon wieder nachlegen. so ist es. Genau. Bis später. Ciao. Auf geht's. Aufi.
Eine Sache muss ich euch sagen, und ich glaube, ihr habt es auch schon gesehen. Unser gesamtes Equipment ist total nass. Es ist nachts so viel Feuchtigkeit in der Luft, das ist der absolute Wahnsinn. Die kommende Nacht ist glücklicherweise die letzte hier auf dem Trail für uns. Eine weitere wäre in den nassen Schlafsäcken sicherlich nur noch schwer möglich. Guten Morgen. Es ist 7:30 Uhr. Wir sind aufgestanden, sind schon wieder komplett gepackt. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, aber wir versuchen mal unser Glück. Wir werden jetzt nach Alojero hinuntergehen. Das ist der Ort, der ist 1 Kilometer entfernt. Und schauen, ob wir da einen Kaffee bekommen können und natürlich wieder 8 Liter Wasser. Ja, das hier war unser Spot für die Nacht. Super schön. Es sind so alte Terrassen, überall mit Palmen. Ja, und ansonsten haben wir in nassen Schlafsäcken geschlafen, weil wir die ja gestern nicht mehr trocken gekriegt haben. Das wird sich schon geben. Es kommt schon wieder die erste warme Luft. Das heißt, wir gehen jetzt los. Und mit dem Kaffee sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus. Bis dahin. Die erste Quelle, die wir auf La Gomera gefunden haben. Außerhalb von Wasserhähnen an Rastplätzen. Buenos dias. Es ist mittlerweile schon kurz vor Mittag. Das mit unserem Wasser und Frühstück in Alojero hat nicht funktioniert. Beide Geschäfte, der Supermarkt und das Café waren noch geschlossen. Naja, und wir haben uns dann entschieden, einfach weiterzugehen, weil wir herausgefunden hatten, dass in 5 Kilometern noch ein Restaurant kam. Und in dem waren wir jetzt. Der Anstieg bis dahin war mal wieder beschwerlich. Aber ja, es ist nichts Neues. Ja, da haben wir jetzt was gefrühstückt, Kaffee getrunken, Wasser aufgenommen. Und jetzt sind wir auf den finalen Kilometern an unserem allerletzten Tag unserer Umrundung und Durchquerung. Unser Ziel liegt ungefähr in 14 Kilometern, Vallehermoso. Und ja, sind auch schon ein bisschen traurig, dass das jetzt tatsächlich die letzten Kilometer sind. Wir freuen uns natürlich, dass wir es dann geschafft haben, aber ein bisschen traurig ist es ja immer, wenn so ein Abenteuer endet. La Palma. Sehr schön. So schnell kann es gehen und die Wolke macht alles dicht. Aber unser Weg zum Glück ist wolkenfrei. So, wir werden jetzt hier oben langlaufen, auf dem sandigen, hier rüber. Und dann geht es hier komplett nach unten bis zum Playa Vallehermoso. Und dann geht es das Tal nach oben, nach Vallehermoso direkt. Und dann sind wir halt auch schon da.
Der Berg hat uns ausgespuckt. Wir sind am, wo sind wir hier? Playa de Vallehermoso. Haben jetzt gerade den letzten harten Abstieg hinter uns. Ja, und jetzt heißt es nochmal 3,7 Kilometer Straße bis Vallehermoso. Und dann war's das. Dann sind wir angekommen. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Freuen uns schon auf ein lecker Baguette. Und auf das wohlverdiente Bierchen. Oha. Check. Perfekt. Hier waren wir schon mal vor ein paar Tagen. Und hier werden wir auch jetzt einfach mal ordentlich ein Päuschen machen. Und anstoßen, dass wir es geschafft haben. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns auf dein Like. Und wenn du Lust hast, abonniere gerne den Kanal für noch mehr Hiking-Abenteuer.